Die große Frage ist nicht, ob wir töten, sondern wie wir unnötiges Leid minimieren können. Seien wir ehrlich, egal wie wir uns ernähren, wir töten andere Lebewesen. Tod und Leid sind Teil des Lebens. Aber das bedeutet nicht, dass wir mehr Leben als nötig nehmen und vermeidbares Leid verursachen sollten. Wir als Spitzenprädatoren könnten theoretisch jedes Lebewesen auf der Welt töten. Aber wir vergessen dabei eines. Wir stehen nicht wegen unserer Krallen und unserer Reißzähne an der Spitze der Nahrungskette, sondern wegen unseres Verstandes. Das ist es, was uns zum Menschen macht. Unsere Fähigkeit, vernünftig zu sein. Doch selbst in Deutschland, wo das Tierschutzgesetz verbietet, einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zuzufügen, wird dieses Gesetz leider jeden Tag für unser Ernährungssystem gebrochen. Stellen wir uns vor, es wäre anders. Was würde passieren, wenn wir das Leben von Nutztieren als Mitgeschöpfe wertschätzen und ein System schaffen, das besser für Menschen, Tiere und die Umwelt ist? Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen, umgeben von Rindern, Hunden und Katzen. Ich habe gesehen, wie sie geboren wurden, und ich habe sie beerdigt. Kühe kümmern sich um ihre Kälber, die auf der Weide wie Welpen spielen. Je mehr Zeit wir mit ihnen verbringen, desto mehr erinnern uns Tiere an uns selbst. Sie schlafen, sie paaren sich, sie fressen und vor allem sie fühlen. Sie sind empfindungsfähige Wesen, die leiden so wie wir. Bedeutet das, dass wir keine Tiere töten sollten? Nun, das kommt darauf an. Machen wir einen Schritt zurück. Was unterscheidet einen Menschen wirklich von anderen Tieren? Wir haben mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede. Das größte Abgrenzungskriterium ist die Intelligenz. Aber was, wenn ich euch sage, dass es Schweine gibt, die intelligenter sind als Menschen, und dennoch töten wir das eine und nicht das andere? Die Artgrenze ist moralisch irrelevant. Und wenn wir in unserer Interpretation von Werten und Moral konsequent wären, würden wir sie nicht vorsätzlich töten. Es gibt keine religionsfreien Gründe, die die Gesamtheit der Tiere unter den Menschen stellen. Manche mögen argumentieren, hinter einem Computer in einem klimatisierten Raum sitzend, dass dies bloß der natürliche Kreislauf des Lebens sei, wie ein Löwe, der eine Gazelle jagt. Allerdings sind wir Menschen nicht mehr Teil des natürlichen Kreislaufs. Unser übermäßiger Verbrauch fossiler Brennstoffe hat uns buchstäblich ins All geschossen. Außerdem bedeutet es nicht, dass etwas, nur weil es natürlich ist, auch gut ist. Und im Vergleich zu einem Löwen, hier haben die Wahl. Das Problem ist, wenn das Leben eines Tieres keinen moralischen Wert hätte, was gäbe dann dem menschlichen Leben einen Wert? Wenn sie einen Wert haben, dann können wir ihre Existenz nur opfern, wenn unsere eigene Existenz bedroht ist. Einfacher ausgedrückt, entweder leiden Menschen oder Tiere. Und seien wir keine Heuchler, wir alle wollen leben, auch wenn es bedeutet, dass wir dafür töten müssen. Dies lässt nur zwei legitime Gründe, ein anderes Wesen zu töten. Ist es notwendig für die menschliche Ernährung? Und erhöht es die Gesamteffizienz des Ernährungssystems, wenn Ressourcen knapp sind? Da eine pflanzenbasierte Ernährung für die Mehrheit der Weltbevölkerung ernährungsphysiologisch ausreichend wäre, auch wenn Wissen und Zugang zu einem vielfältigen Speiseplan erforderlich sind, ist unser einziger wirklicher Grund, um Tiere zu nutzen, die Steigerung der Effizienz. Auf diese Weise können wir mehr Nahrung bereitstellen, einen Produktionspuffer für sich ändernde klimatische Bedingungen schaffen und die Grundlage der Nahrungsmittelproduktion und des menschlichen Lebens erhalten oder verbessern. Luft, Boden und Wasser. Und unser aktuelles System? Es ist definitiv nicht effizient. Es hat schlechte Umwandlungsraten, außer bei grasenden Wiederkäuern und Hinterhofgeflügel und Schweinehaltung. Und eine schlechte Nutzung von Land- und Feldfrüchten. Weltweit werden 40% des Ackerlandes und der produzierten Kalorien, schlimmer noch in den USA und Europa, als Viehfutter verwendet. Dies könnte 800 Millionen Menschen, die jedes Jahr an Hunger leiden, direkt ernähren. Wir füttern Milliarden von Tieren, können aber nicht alle Menschen ernähren. Es scheint, als würden wir uns auch nicht wirklich um menschliches Leben kümmern. Und es ist eindeutig, wir müssen weg von der aktuellen Art der Landwirtschaft. Wir haben eine Handvoll hochleistungsfähiger Rassen, isoliert von ihrem natürlichen Lebensraum, mit nur einer Funktion, so viel wie möglich zu produzieren. Und sogar mehr als wir brauchen. Ihr Wohlbefinden ist irrelevant, solange sie diese eine Funktion erfüllen. Und sie bekommen nichts zurück für das, was sie uns geben. Obwohl Nutztiere in Deutschland und Europa gesetzlich geschützt sind, haben wirtschaftliche Interessen immer noch Vorrang vor den Gesetzen, die sie eigentlich schützen sollen. Das Tierschutzgesetz in den USA ist sogar noch schlimmer, da es Nutztiere überhaupt nicht einschließt. Warum werden also Kühe, Schweine und Hühner nicht als Tiere betrachtet? Auf Bundesebene haben sie dort sehr wenig Schutz. Es zeigt, dass diese Gesetze völlig willkürlich sind. Wir Menschen haben nur Gesetze gemacht, die unserem Geschmack und Profiten dienen, nicht unserer eigenen Gesundheit und unserem Wohlbefinden. Und definitiv nicht dem der Tiere. Wenn wir uns heute also zwischen dem aktuellen System und einer rein pflanzlichen Ernährung entscheiden müssten, wäre die Wahl aus ethischer und ökologischer Sicht einfach. Aber was, wenn es noch einen effizienteren Weg gibt?
Ein Weg, der paradoxerweise weniger Lebewesen töten könnte, indem er einige opfert. Es ist wie das Trolley-Problem. Wenn wir nur einen Hebel ziehen müssten, warum tun wir es nicht? Wollen wir uns nur moralisch überlegen fühlen oder tatsächlich mehr Leben retten? Bis wir in der Lage sind, unsere Nahrung in einer Maschine wie in Star Trek zu synthetisieren, können wir die Effizienz heute nur durch die Integration von Nutztieren maximieren. Aber das stimmt nur, wenn sie ausschließlich das fressen, was wir nicht essen können. Gras, Ernte- und Lebensmittelreste, und davon haben wir viele, solange wir Mehl, Stärke, Öl, Bier und Zucker essen. Und Futterpflanzen wie Kleegras, Luzerne, Leguminosengemenge, die in Ackerfruchtfolgen zur Unkrautbekämpfung, zum Humusaufbau und zur Stickstofffixierung notwendig sind. Ansonsten bräuchten wir mehr spritfressende Maschinen und Fabriken, um diese Funktion zu erfüllen. Tatsächlich können weidende Rinder einen positiven Nettobeitrag fürs Ernährungssystem leisten. Und ohne für Menschen essbare Futter einen geringeren Verbrauch an Energie, Pestiziden, Wasser, Treibhausgase aus fossilen Brennstoffen und Ackerland haben, im Vergleich zu gängigen und pflanzlichen Systemen. Diese Rinder brauchen auch keine Maschinen, die ihnen das ganze Jahr über Gras liefern. Und kann das alles wirklich Leben retten? Ja, es reduziert die langfristigen Risiken für Waldbrände, Wirbelstürme und Dürren. Außerdem tötet jede Form der modernen Landwirtschaft Wildtiere. Ernte, Bodenbearbeitung, Schädlingsbekämpfung, Exposition gegenüber Raubtieren, Dünger und Pestizide vernichten Mäuse, Vögel, Kaninchen, Schlangen, Insekten, Maulwürfe, Frösche, Rehkitze und Fische. Jedes Jahr sterben Milliarden und Abermilliarden von Tieren in diesem Prozess. Je mehr wir also den Ackerbau reduzieren können, für uns, aber besonders für Nutztiere, desto besser. Ein System, das das kann und noch mehr, ist die multifunktionale Nutztierhaltung oder MFT. Es ist wie ein Schweizer Taschenmesser mit Schraubenzieher, Säge, Zange, während die industrielle Viehhaltung nur dieser kleine Zahnstocher ist. Die Idee ist im Grunde nichts Neues, da sie bis zur Mechanisierung und Spezialisierung die Norm war. Tiere wurden auf der Weide gehalten, vor dem Flug eingesetzt und mit Essensresten gefüttert. Das Ziel ist es also, dass die Tiere so viele Funktionen wie möglich erfüllen. Rinder können nicht nur für uns unverdauliche Pflanzen in Milch und Fleisch umwandeln und andere Ressourcen wie Leder und Dünger liefern, sondern auch Grünland pflegen mit positiven Funktionen für Biodiversität und Kohlenstoffspeicherung, Reste aus der Lebensmittelindustrie verwerten und bei der Arterhaltung helfen. Theoretisch könnten sie uns sogar Gesellschaft leisten und mit uns kuscheln. In vielen Teilen der Welt dienen sie immer noch als Zugtiere und ersetzen Millionen von Traktoren und verhindern dadurch die Freisetzung von Millionen Tonnen CO2. Damit dieses System funktioniert, braucht es zwei grundlegende Prinzipien. Das Wohlergehen und die Gesundheit der Tiere haben oberste Priorität für maximale Multifunktionalität und langfristige Funktionsausübung. Genau wie ein kranker Sportler keine Leistung bringen könnte. Und das höchste Wohlbefinden wird in einer natürlichen Lebensumgebung und Sozialstruktur erreicht. Wir müssen Rinder nicht neu erfinden. Wir müssen sie nur das sein lassen, was sie sein sollten. Widerstandsfähige Grasfresser, genetisch an ihre jeweilige Umgebung angepasst und in natürlichen Herdenstrukturen lebend. Diese Rinder werden die Einzelkämpfer oder Rüdiger Nebergs der Farmwelt. Sie gehören ganzjährig oder zumindest während der Vegetationsperiode auf die Weide, um weiche Untergründe statt harte Betonböden und eine natürliche Ernährung zu haben. Hauptsächlich aus Gras, Blättern und Kräutern und wenig Kraftfutter. Idealerweise mit kuhgebundener Kälberaufzucht und Weideschlachtung zur Vermeidung von Stress. Dieses System erfüllt nicht nur mehr Tierfunktionen, sondern hat auch das höchste Nachhaltigkeitspotenzial, was darauf hinweist, dass die Funktion der Tiere als praktischer und einfacher Maßstab zur Beurteilung der Nachhaltigkeit verwendet werden können. Dann bräuchten wir keine Labore, um herauszufinden, ob wir einen bestimmten Hof unterstützen sollten oder nicht, besonders als Verbraucher. Könnten wir noch genauso viel Fleisch essen? Nein, aber es wäre tatsächlich besser für uns und würde mehr mit offiziellen Ernährungsempfehlungen übereinstimmen. In Deutschland würde dieses System etwa 150 Gramm Rindfleisch und 4,2 Liter Milch pro Woche bereitstellen. Und weltweit mindestens 9 bis 23 Gramm des täglichen Proteinbedarfs. Und anstatt jetzt in Panik zu geraten, dass wir nicht genug Proteine aus einer überwiegend pflanzlichen Ernährung bekommen. Es fehlen uns im Durchschnitt eher Gemüse, Hülsenfrüchte, Obst, Nüsse, Kartoffeln und ausgewählte Vollkornprodukte in unserer Ernährung. Es ist also widersprüchlich, ein Argument über Gesundheit heranzuführen, während man sich gleichzeitig nicht wirklich um seine Gesundheit kümmert. Und nochmal auf das Argument zu antworten. Es ist möglich, genug Proteine zu erhalten. Aber einem Erwachsenen ein Stück Fleisch wegzunehmen, kann nie der Versuch sein, einem Baby einen Lolli zu klauen. Warum ist es also besser als ein rein pflanzliches System? Neben dem Potenzial, das gesamte Leid durch weniger Ackerfläche zu reduzieren, kann es das Ernährungssystem widerstandsfähiger machen und gleichzeitig mehr Nahrung produzieren. Und ich verstehe,
Wir verschwenden Lebensmittel einfach durchs Wegwerfen oder indem wir sie derzeit an Nutztiere verfüttern. Aber darum geht es nicht. Veganer sollten die Letzten sein, die Nebelkerzen anzünden und mit Red Herrings herumwerfen. Wollen wir wirklich Grünland mähen und mehr fossile Brennstoffe nutzen, anstatt Rinder grasen zu lassen? Und was wäre die Alternative zur Nutzung von Ernterückständen und Lebensmittelresten? Wir können daraus Energie produzieren, klar, aber wir können die Energie nicht essen. Es ignoriert die Nutzungsreihenfolge zur Vermeidung von Lebensmittelverschwendung, menschliche Ernährung, Tierfutter, Energienutzung und die Möglichkeit, Millionen hungernde Menschen zu ernähren. Was wir auch nicht tun sollten, wenn wir ein sicheres und stabiles Ernährungssystem haben wollen, ist uns vollständig auf die Technologie zu verlassen. Was, wenn ein Sonnensturm eines Tages alles zerstört? Unser System sollte auf das Schlimmste vorbereitet sein und gleichzeitig das Beste tun. Werfen wir einen letzten Blick auf das Flussdiagramm und die Verbesserung bei Verwertung und Anbau. 86% des Viehfutters wird derzeit nicht von Menschen gegessen, aber das ist nur ein Teil der Wahrheit. Theoretisch sind einige der verfütterten Lebensmittelreste für Menschen essbar. Wir essen sie nur nicht. Und die Behauptung, dass Flächen, die für Viehfutter verwendet werden, keine Nutzpflanzen für die menschliche Ernährung produzieren könnten, erzählt auch nicht die ganze Geschichte. Schlechteres Ackerland produziert oft nur Tierfutter, da es zum Beispiel keinen hochwertigen Backweizen liefert. Es könnte aber stattdessen für den Anbau von anderen Kulturen mit niedrigeren Ansprüchen wie Roggen, Hafer oder Buchweizen für den menschlichen Verzehr verwendet werden. Das würde aber eine Umstellung unserer Ernährung erfordern, von weichen Brötchen zu mehr Knäckebrot und Haferbrei. Doch wir wissen auch, wie kreativ wir Menschen bei der Auswahl von Nahrung sein können. Alternativ könnte schlechtes Ackerland zu Grünland umgewandelt werden, um den Boden zu schützen und Kohlenstoff zu speichern. Oder der Natur zurückgegeben werden, um die Biodiversität mit Bestäubern zu steigern, was das Ernährungssystem langfristig positiv beeinflussen könnte. Und was wir definitiv nicht machen sollten, ist den umgekehrten Weg gehen. Grünland in Ackerland umwandeln und CO2-Emissionen verursachen. Letztlich braucht unser Konsum und unser endloses Streben nach Wachstum Grenzen. Ohne Grenzen werden wir wie Ikarus zu nah an die Sonne fliegen und in den Tod stürzen. Das System, das ich gezeigt habe, versucht nicht, mehr zu produzieren, als wir brauchen. Und es überschreitet keine planetaren Grenzen. Es hat die zwei Grenzen, die Ernährungsanforderung und das nachhaltige Produktionspotenzial. Es verwendet die richtige Nutzungsreihenfolge, menschliche Ernährung, Tierfutter und dann Energienutzung. Es verschwendet also keine Produkte. Und es maximiert die Gesamtmenge an produzierten Lebensmitteln bei gleichzeitiger Minimierung der Inputs. Vor allen Dingen zeigt es Respekt für Tiere und stellt sicher, dass wir Tierschutzgesetze wirklich einhalten und im Einklang mit unseren moralischen Werten handeln. Die multifunktionale Nutztierhaltung als Teil eines vollständig zirkulären Ernährungssystems ist das Beste, was wir bei unserem derzeitigen Stand der Technik für einen praktischen Wandel tun können. Und trotzdem ist derzeit die beste Standardernährung eine pflanzliche, die höchstens mit tierischen Produkten von Höfen ergänzt wird, die man tatsächlich kennt. Denn was ist der wahre Unterschied zwischen einem Löwen und uns? Der Löwe weiß, wen er tötet. Wir wissen alle, woher unser Fleisch kommt. Und wenn ihr diese Höfe besucht, fragt euch, wie viele Funktionen erfüllen die Tiere? Sind sie in ihrem natürlichen Lebensraum? Fressen sie nur das, was wir nicht konsumieren können? Leben sie ein gutes Leben? Und denkt daran, dass gewisse Schwierigkeiten wie schlechtes Wetter zum Leben dazugehören. Und vor allen Dingen, stimmt es mit euren moralischen Werten überein? Es gibt Menschen, die sagen, dass ihnen Nachhaltigkeit und Tierwohl wichtig seien. Und das ist wunderbar, oder? Aber hier ist der Knackpunkt. Sind es dieselben Menschen, die bei Fastfood-Ketten eimerweise billiges Hühnchen kaufen? Was wir nicht tun sollten, ist uns Argumente herauszupicken. Wir können nicht argumentieren, um unseren persönlichen Konsum zu rechtfertigen, dass wir Tiere für eine effiziente Landwirtschaft brauchen und gleichzeitig Produkte aus den ineffizientesten Systemen konsumieren. Es besteht eine große Kluft zwischen dem, was wir sagen und dem, was wir tun. Ich bin nicht hier, um euch zu sagen, wie ihr essen oder leben sollt. Aber ich denke, wir können uns alle auf eines einigen. Die Art und Weise, wie wir heute Landwirtschaft betreiben und essen, funktioniert nicht. Sie schadet Tieren, Menschen und dem Planeten. Und jeder sollte sich fragen, wollt ihr nur ein Tier sein, das von seinem Appetit, seinen Instinkten und Begierden getrieben wird? Oder wollt ihr Mensch sein? Aber dafür muss die Vernunft wie eine Rose gepflegt werden. Ironischerweise wäre unser Leben besser, wenn wir weniger an uns selbst denken würden. Sorgen wir also dafür, dass jedes Tier zumindest einen Zweck hat, bis es stirbt. Und das schließt uns Menschen ein. Und wenn wir es richtig machen, können wir eine Welt mit weniger unnötigem Leid für alle schaffen.